Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir am Untereichsfeld angekommen. Das Untereichsfeld ist der nördliche Teil vom Eichsfeld. Das ist der Teil, der in Niedersachsen und zwar südlich des Harz liegt. In diesem Video zeige ich euch 10 Orte in und am Untereichsfeld. Die Region nennt man auch die Goldene Mark. Mythen, Glaube, Natur, Bauwerke und Geschichte. Das alles finden wir hier im Untereichsfeld. Wir starten unsere Reise zwischen dem Harz und Duderstadt, und zwar in Seeburg. Hier gibt es den Seeburger See, unsere erste Station. Der Seeburger See, man nennt ihn auch das Auge des Eichsfeld, weil aus der Luft betrachtet sieht dieser See tatsächlich aus wie ein Auge mitten in der Landschaft. Wir befinden uns hier im Landkreis Göttingen, etwa 15 Kilometer östlich der Stadt Göttingen. Hübsch hier, oder? Der See ist die größte natürliche Wasserfläche in Südniedersachsen. Die Stauseen im Harz, die sind ja künstlich angelegt. Dieser See hier ist aber natürlichen Ursprungs. 86,5 Hektar ist der Seeburger See groß. Wenn man ihn einmal umrundet, geht man 3,5 Kilometer. Der See ist etwa 3,5 Meter tief. Hier war ein unterirdischer Hohlraum. Der ist irgendwann eingestürzt und dann ist hier der See entstanden. Der Seeburger See ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier kann man rudern, segeln, angeln kann man auch. Es gibt einen Bootsverleih, Restaurant und ein Freibad, Tennisplatz und Campingplatz. Hier gibt es einen großen Parkplatz und viele kommen hierher, um spazieren zu gehen oder um von einer Bank aus oder dem Steg einfach aufs Wasser zu schauen. Die Uferzone steht größtenteils unter Naturschutz und darum gibt es hier auch vieles zu beobachten. Der zweite interessante Ort liegt nur ein paar Kilometer nördlich vom Seeburger See. Mitten im Dorf Krebeck steht dieser Stein, eine Markierung, denn hier ist der geodätische Mittelpunkt Deutschlands. Geodäsie, das ist die Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. In diesem Fall hier hat das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut München gemessen und festgestellt, dass hier der Mittelpunkt Deutschlands ist. Es gibt allerdings mehrere Mittelpunkte Deutschlands. Das kommt darauf an, wie man misst, ob mit oder ohne Inseln zum Beispiel. Das Institut gehört zur Technischen Universität München. Damals gehörte es zur Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Das Institut hat also festgestellt, dass in Krebeck der Mittelpunkt von Deutschland ist. Er ist nicht genau hier. Der Stein steht wohl hier eher aus touristischen Gründen. Der richtige Mittelpunkt ist einen halben Kilometer von hier in einem Waldstück. Nachdem ich schon am westlichsten Punkt Deutschlands stand, musste ich jetzt einfach mal in der Mitte stehen. Die Messung fand 1991 statt. Der Grund war damals die Wiedervereinigung Deutschlands. Man muss hier übrigens an der Straße parken. Es gibt keinen extra Parkplatz, aber es gibt eine Sitzbank. Der nächste interessante Ort ist Ebergötzen. In Ebergötzen gibt es 2 interessante Sehenswürdigkeiten. Das hier ist das Europäische Brotmuseum. Tatsächlich eine Rarität. Hier gibt es ein Museumsgebäude und nebenan ein Freigelände. Und es geht natürlich ums Brot, beziehungsweise es geht um die Kulturgeschichte des Brotes. Nun, dann tauchen wir ab in die Geschichte des Brotes. Hier im Museum beginnt alles in einer Backstube. Dann gehen wir zurück in die Geschichte. In solch einen Käfig, den Schandkorb, kamen im Mittelalter Bäcker, die zum Beispiel zu kleine Brötchen gebacken hatten. Ein sizilianischer Bauernprunkwagen, ein Carretto. Diese kunstvoll bemalten Karren dienten in Sizilien unter anderem bei Festen zum Transport, zum Beispiel auch von Brot. Hier im Museum gibt es einiges zu sehen, auch alte Brotschränke, Backformen und vieles mehr. Und in diesen Räumen, da gibt es Objekte aus ganz Europa, traditionelle Backwaren, jede Menge. Wir sind jetzt im Außenbereich. Hier gibt es einen kleinen Getreidegarten. Und es gibt Backöfen, Nachbauten. Es gibt zum Beispiel ein Getreidesilo aus der Steinzeit und einen Backofen aus der Steinzeit.
Und das ist interessant. Ein Elektro-LKW, mit dem in Berlin Brot ausgeliefert wurde. Der stammt aus den 1940er Jahren. Eine Berliner Großbäckerei ließ ihre Brote auf elektrisch betriebenen LKW an ihre Verkaufsstellen ausliefern. Und andere lieferten ihre Brote mit Pferd und Wagen. Was gehört noch zur Produktion von Brot? Natürlich eine Getreidemühle. Hier im Museum steht diese Bockwindmühle. Die wurde an anderer Stelle schon 1812 aufgestellt. Die kann man auch von innen besichtigen. Man muss nur die Treppen hochsteigen. Und das ist eine Wassermühle. Die stammt ursprünglich aus Tirol. Der Stand der Technik dieser Mühle, der ist auf ca. 1600 datiert. Die Mühle wurde ebenfalls hierher umgesetzt. Übrigens, den ganzen Ort Ebergötzen lohnt es sich mal anzuschauen. Ist hübsch hier. Zeit für eine Auszeit. Jetzt einen Kaffee in Ebergötzen trinken. Und dazu ein Mettwurstbrot. Mettwurstbrot. Zum Thema leckere Wurst aus dem Eisfeld erzähle ich später noch etwas. So, einmal Ebergötzen durchquert und wir stehen vor einer sehr sehenswerten Wassermühle, die Wilhelm-Busch-Mühle. Hier hat tatsächlich Wilhelm Busch, der wohl einflussreichste Zeichner und Dichter in Deutschland, gelebt. Busch gilt ja sozusagen als Erfinder der Comics. Seine bekannteste Geschichte, das ist ja Max und Moritz. Und hier, in dieser Mühle, haben die beiden realen Max und Moritz sozusagen ihr Hauptquartier gehabt. Wilhelm Busch war als 9-Jähriger nach Ebergötzen gekommen, lebte hier bei seinem Onkel, einem Pastor. Hier in der Mühle lebte sein Freund, Erich Bachmann, der Sohn des Müllers. Und die Erlebnisse der beiden Freunde, das ist die Grundlage der Bildergeschichte Max und Moritz, die Wilhelm Busch später schrieb. Im Inneren der Mühle gibt es unter anderem einen eingerichteten Raum, das Wohnzimmer von Erich Bachmann, der später die Mühle führte. Wilhelm Busch kam als Erwachsener öfter zu Besuch hierher. Und in diesem Zimmer sollen die beiden Freunde zusammen gesessen haben, sich unterhalten, getrunken und geraucht haben. In Max und Moritz geht es ja auch um eine Mühle. Und hier hat Wilhelm Busch gesehen, wie eine Mühle funktioniert. Heute ist das eine Museumsmühle und die kann man besichtigen und sich bei einer Führung erklären lassen. Richtung Harz kommen wir in das Dorf Germershausen. Etwas über 200 Einwohner hat der Ort. Das hier ist ein sogenannter Marienwallfahrtsort. Im Eichsfeld leben ja hauptsächlich Katholiken. Man ist hier sehr traditionsbewusst und da gehört die Marienverehrung zu. Das ist die Wallfahrtskirche Mariä Verkündigung. Seit über 300 Jahren gibt es hier die Tradition der Wallfahrt zum Gnadenbild Maria in der Wiese. Die Figur steht in der Kirche. Es gibt im Jahr mehrere Wallfahrten hierher und insgesamt kommen bis zu 10.000 Wallfahrer zusammen. Die Wallfahrtskirche wurde 1887 gebaut. Sie ersetzte eine andere Kirche, die war von 1710. Das war eine Barockkirche. Die war durch eine Überschwemmung zerstört worden. Es gab nochmal einen Vorgängerbau, eine sogenannte Gnadenkapelle. Und das ist das Gnadenbild Maria in der Wiese. Die Holzstatue entstand zwischen 1400 und 1450. 70 Zentimeter ist sie hoch. Aus dem 15. Jahrhundert stammt die Legende, nach der ein Schäfer das Gnadenbild in einem hohlen Baum gefunden hat. Der Baum stand auf einer Wiese, die oft überschwemmt wurde. Als man dann nachts eine weiß gekleidete Frau sah, die Baumaterial für eine Kirche an einem Band auf die Wiese zog, beschloss man, eine Wallfahrtskirche zu bauen.
Das ist das Gelände hinter der Wallfahrtskirche. Das wird für Wallfahrten genutzt. Dafür ist nämlich die Kirche zu klein. Das ist ein Freialtar. Das ist dann das Ziel der Wallfahrt. Überall im Eichsfeld gibt es Kreuzwege, also die biblische Darstellung des Passionsweges. Ich finde die sehr schön und schaue sie mir gerne an. Das sind ja immer 14 Stationen. Das hier ist Station 12. Jesus stirbt am Kreuz. Dann die 13. Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Und das ist die 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Die Kirche in Germershausen, die soll mal stellvertretend für all die vielen Wallfahrtskirchen und Wallfahrtskapellen hier im Eichsfeld stehen. Jetzt wird's auch mystisch. Wir fahren zum nächsten sehenswerten Ort. Hier am Fuß des Harz ist die Quelle der Ruhme. Wir sind jetzt hier im Dorf Ruhmspringe. Wir sind in der Nähe der Stadt Herzberg, die im Harz liegt. Vom Parkplatz aus führt ein Weg zur Ruhmequelle. Das ist eine sogenannte Karstquelle. Man kann es nicht direkt sehen, aber hier kommen normalerweise bis zu 2000 Liter Wasser pro Sekunde aus dem Boden. Das ist damit eine der stärksten Quellen in Deutschland. Ich habe da verschiedene Zahlen gefunden. Mal heißt es sei die zweitstärkste Quelle, andere sagen die viertstärkste. Was sofort auffällt, ist diese grün-bläuliche bis türkise Farbe des Wassers. Herrlich, oder? Das kommt, weil das Wasser einen hohen Hydrogencarbongehalt hat. Der kommt, weil das Wasser läuft hier durch Kalksteinschichten. Die Ruhmequelle, das ist eine der ergiebigsten Karstquellen in Mitteleuropa. Die Wassermenge ist im Winter und im Sommer nahezu gleich. Die Wassertemperatur beträgt im ganzen Jahr konstant 8 bis 9 Grad. Das ist der Grund, warum die Quelle im Winter auch nie einfriert. Das Wasser, das kommt aus einem Quelltopf. Der ist trichterförmig und hat eine Fläche von 500 Quadratmeter. Das Wasser, das kommt hier aus unterirdischen Zuflüssen, die hier im Südharzer Gipskarstgebiet liegen. Es gibt hier 2 Harzflüsse, Oder und Sieber. Deren Wasser versickert in das Karstgestein mit seinen unterirdischen Hohlräumen. Das ist hier als ein riesiger unterirdischer Wasserspeicher. Und das ist sozusagen das Überlaufventil. Es gibt Seen, die gar keinen oberirdischen Abfluss haben. Das Wasser, das landet hier in der Ruhmequelle. Klar, dass die Quelle bei dieser enormen Ausschüttung und der Farbe ein Heiligtum war. Hier war in der Frühzeit ein Opferplatz. Man hat hier im Trichter frühneolithische Keramikreste gefunden, Klingen aus Feuerstein und vieles mehr. Man fand auch ein Kreuz aus dem Mittelalter. Wir fahren einige Kilometer weiter entlang der Harzberge. Jetzt verlassen wir das Untereichsfeld. Für wenige Kilometer. Hier liegt das Dorf Scharzfeld. Von einem Parkplatz aus führt der Weg bergan. Wir sind am Südwestharzrand. Hier oben über Scharzfeld liegt die sogenannte Steinkirche, eine Höhle mit interessanter Geschichte. Hier auf dem Vorplatz hat man Funde aus der Altsteinzeit gemacht, also aus der Zeit zwischen 15.000 und 8.000 vor Christus. Man fand Feuersteinmesser, Knochennadeln und Tierknochen. Das alles aus der Zeit der Späteiszeit. Es waren Jäger, die hier damals lagerten. Das war ein Rastplatz von Rentierjägern. In der Höhle, da haben sie übernachtet, also gelagert. Ab dem 9. Jahrhundert war die Höhle vermutlich eine Kirche. Um die 100 Gräber hat man hier auf dem Vorplatz gefunden. Neben der Höhle wurde diese Nische in den Fels geschlagen. Es heißt, hier habe ein Eremit gelebt, der die Kirche oder den Friedhof bewachte. Rechts neben der Höhle, das soll eine Kanzel sein, die in den Fels geschlagen wurde. Da führen Treppenstufen rauf zu einer kleinen Kanzel. Und das sollen Vorrichtungen von einem Tor sein, mit dem man die Höhle, die nun eine Kirche war, verschließen konnte. Ja, das Ganze ist ja hier ein Dolomitfelsen. Die Höhle, die ist 28 Meter lang und sie hat eine Höhe zwischen 6 und 8 Metern.
Die Steinkirche, die wurde oft schon für kultische Handlungen genutzt. Hier gibt es überall Kerzenreste. Von Hexen habe ich hier gelesen, ein magischer Ort. Naja. Wirklich sehenswert ist die Altstadt von Duderstadt, eine der schönsten Fachwerkstädte in Deutschland. Etwa 600 Fachwerkhäuser gibt es hier. Das Rathaus von Duderstadt, eines der ältesten Rathäuser in Deutschland. Der Kern des Gebäudes ist aus Sandstein. Das Haus wurde um 1302 gebaut. Ein zweistöckiges Kaufhaus. Im Erdgeschoss war eine Halle, da fand der Markt bzw. der Handel statt. Darüber war ein Bürgersaal. Und dann baute man später das Fachwerk obendrauf. Im Innern ist heute eine sogenannte Erlebnisstation. Das heißt, man kann auf den Etagen Teile des alten Rathauses sehen, es gibt Museumsräume und sogar eine Folterkammer im Keller. Duderstadt hat sein überwiegend mittelalterliches Stadtbild mit Fachwerkhäusern bewahren und erhalten können. In einer solchen Geschlossenheit ist das nur noch selten zu finden. Und das, obwohl es hier öfter gebrannt hat. In den 1990er Jahren wurde hier vieles saniert. Herrliche Fachwerkhäuser, überall. Alle Stilepochen sind dabei. Renaissance, Gotik, Barock. Eine weitere Erlebnisstation, der Westerturm. Achtet mal auf das Dach, die Drehung der Turmspitze. Der Turm und ein Teil der Stadtmauer sind Erlebnisstationen, also als Museum eingerichtet. Den Turm kann man besteigen. Gut Herwigshagen, das liegt in der Nähe von Duderstadt. Da ist heute der Sitz der Heinz-Sielmann-Stiftung. Heinz Sielmann, das war ein bekannter Tierfilmer und Naturschützer. In den 1960er Jahren bis in die 1980er Jahre hatte er seine eigene bekannte Fernsehsendung. Expedition ins Tierreich hieß die. Und da zeigte er Filme von seinen Expeditionen. 1990 gründeten er und seine Frau die Heinz-Sielmann-Stiftung und kauften dieses Gut. Hier dreht sich alles um Natur und Naturschutz. Es gibt mehrere Ausstellungen, die sich nur mit Natur beschäftigen. Und natürlich auch eine Ausstellung über Heinz Sielmann und seine Filme. Und über seine Idee und die Umsetzung, entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ein Naturschutzgebiet zu schaffen. Auf dem Gelände von Gut Herwigshagen steht diese Kapelle. Von hier aus hat man Aussicht auf das Gebiet, wo einmal die Grenze war. In dieser Kapelle findet man das Grab und den Gedenkstein von Heinz Sielmann und seiner Frau Inge. Unweit von Duderstadt ist die Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Thüringen. Von 1945 bis 1989 war hier die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Ein Zaun und Sperranlagen. Hier gab es damals einen Übergang, Grenzübergang Duderstadt-Worbis. Heute ist in den ehemaligen Gebäuden der DDR-Grenzkontrolle ein Museum drin, das Grenzlandmuseum Eisfeld. Hier kann man sehr schön sehen, dass das Unter Eichsfeld in der Bundesrepublik lag
und das Obereisfeld in Thüringen, also in der DDR. Im Museum wird die Geschichte der Grenze erzählt. Es gibt Fotos, Modelle und Objekte, die von Grenzsoldaten genutzt wurden. Das ist ein Modell des Grenzübergangs, der war ja für Busreisende. Im Außenbereich, da stehen unter anderem Autos und Lkw der Grenztruppen. Und das ist der Kommando- und Kontrollturm. Von hier aus überwachte man den Grenzverkehr. Drinnen ist auch eine Unterkunft für Grenzsoldaten. Sehr spärlich. Dazu kommen die Anlagen, mit denen dieser Grenzabschnitt überwacht wurde. Etwas entfernt wurde ein Stück Grenze mit Wachturm rekonstruiert. Wir verlassen jetzt das eigentliche Untereisfeld und fahren wenige Kilometer zu zwei interessanten Orten, die im Obereisfeld liegen. Wir sind in Kirchumfeld. Das Dorf ist ein Stadtteil von Leinefelde-Worbis. Der Name an dem Haus nennt ihn schon, den Namen des bekanntesten Sohnes des Dorfes, Heinrich Werner. Den Namen hast du vermutlich noch nie gehört, aber das Musikstück, das er geschrieben hat, kennst du mit Sicherheit. Jeder hat es einmal gehört. Im Ortskern stehen diese Tafeln mit der Biografie von Heinrich Werner. Das ist er auf dem Bild. Und das ist ein bekanntes Musikstück, Heidenröslein. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. Der Text ist nicht von Heinrich Werner, der ist von Goethe. Das auf dem Foto da, das ist das Geburtshaus von Heinrich Werner hier in Klein-Ohmfeld. Und das ist ein Foto des Denkmals, das man für den Komponisten 1910 hier baute. Und so sieht das Denkmal heute aus. Ein kleiner Park. Das Denkmal umgeben von Blumen. Im Jahr 1800 wurde Heinrich Werner in Klein-Ohmfeld geboren. Mit 33 Jahren starb er an Tuberkulose. Insgesamt 84 Kompositionen, fast alles Lieder, hat er hinterlassen. Darunter die Melodie zum Heidenröslein, dem Gedicht von Johann Wolfgang Goethe, das wohl jeder Männerchor bis heute singt. Heinrich Werner war Komponist und Dirigent. Seine Vertonung des Heidenrösleins ist eine von etwa 100. Sogar Franz Schubert schuf eine Komposition, ebenso Robert Schumann. Doch seine war diejenige, die sich durchsetzte und bis heute gespielt wird. Heute ist es ein Volkslied. Wir fahren einige Kilometer weiter. Wir sind immer noch im Obereichsfeld. Etzelsbach, das ist kein Dorf. Hier gab es bis zum Bauernkrieg ein Dorf mit dem Namen Etzelsbach. Doch das wurde verlassen und verfiel. Später baute man eine Kapelle und nannte die Wiese mit der Kirche drauf Etzelsbach. Das Besondere hier, hierher,
In diese einsame, in den Wiesen und auf Feldern gelegene Wallfahrtskapelle kam 2011 Papst Benedikt und feierte hier mit 90.000 Gläubigen eine Marienvesper. Heute gibt es hier ein Infocenter, Karten sowie Tafeln sowie Fotos. Erklärt und geschildert wird darauf der Besuch von Papst Benedikt. Und es gibt eine Tafel mit dem Plan der damaligen Veranstaltung. Man kann sehen, wo der Altar stand, wo die Menschen standen, welchen Weg der Papst im Papamobil gefahren ist. Und das Ganze mit Blick auf die Wiesen, wo die Marienvesper damals stattfand. Und das ist die Wallfahrtskapelle, die der Papst besuchte. Die Wallfahrtskapelle St. Maria Himmelfahrt. 1888 wurde sie gebaut, sie hat aber schon mehrere Vorgängerbauten. Verehrt wird in der Kapelle ein Gnadenbild, eine hölzerne Pietà. Die stammt aus dem 16. Jahrhundert und hat vorher vermutlich in der Kapelle des verlassenen Dorfes Esselsbach gestanden. Nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch Kulinarisches, das bietet das Untereichsfeld ebenfalls. Die traditionelle Eichsfelder Küche. Zu den Eichsfelder Spezialitäten gehören die nach besonderen Rezepten hergestellten Schlachterprodukte. Und davon zeigt euch Moni jetzt einige Produkte, die wir beim Schlachter erworben haben. Die Eichsfelder Stracke. Eichsfelder Feldkieker, die dünne Eichsfelder Stracke, Eichsfelder Schinkenwurst, Eichsfelder Weißwurst, Eichsfelder Kesselfleisch, Thüringer Mett. Sieht ja lecker aus. Das war's aus dem Untereichsfeld. Ich hoffe, die kleine Rundreise hat euch Spaß gemacht. In diesem Sinn, tschüss.